Hallo und herzlich willkommen, mein geliebter Zuschauer. Wir sind mal wieder in der Gruselstimmung unterwegs. Wenn du schwache Nerven hast, dann ist dieses Reaktionsvideo wahrscheinlich nichts für dich. Denn wir gehen heute mal wieder in ein schauriges, gruseliges Video rein, passend zu Halloween. Ich glaube, bald ist auch Halloween. Meine Damen, meine Herren, wir befinden uns mal wieder in einem Video von Chilling Scares. 8 most disturbing things caught on doorbell camera footage. 8 verstörende Videos, die von einer Ringbell-Kamera, also die Kameras, die an den Türen festgemacht sind, gefilmt wurden. Codewort ist Papi. Wenn ihr Angst habt, schreibt Papi in die Kommentare. Wir sind jetzt drin im Video. Ist es hier ein Spoiler oder geht's direkt los? Ist kein Spoiler. Okay, geil. Wir sind drin. Habt keine Angst, ich bin bei euch, Chat. Es geht auch schon los. Gruselige Musik. Ihr könnt doch nicht Papi schreiben, weil es nicht mal losgeht, Chat. Hört auf, das Papi. On November 30th, 2021, a Twitter user from Dallas reported that her doorbell camera had recorded a suspicious man standing outside of her apartment almost every night for an entire month. Jede Nacht steht er da? According to her tweet, she had already reached out to the authorities, but they hadn't done enough to keep the man away. This is what her Ring camera captured. Okay, das ist creepy, Chat. Papi, ich habe auch Angst. Ich kann euch nicht helfen. Jeder ist für sich alleine verantwortlich. Das ist creepy. Vor allem, wenn man sich vorstellt, dass der da jede Nacht steht. Das ist scary as fuck, Alter. Papis, ich hab selber Angst. Papi. Vor allem, der bewegt sich ja nicht mal. Der lacht doch. Warte mal, hat der eine Maske auf, Chat, oder ist es sein Gesicht? What the fuck, das sieht super verstörend aus. Lacht der, Chat? Lacht der? Eins, wenn er lacht. Der hat ein großes Gesicht. Ich weiß nicht, ob das eine Maske ist. Vielleicht sehen wir es gleich noch. Wir gucken mal weiter. 3, wer den süß findet und einfach gerne umarmen würde. Also vielleicht gibt es ja auch einen. Er sieht kuschelig aus, oder? In most of the clips, the man can be seen standing eerily still outside of the woman's apartment, possibly waiting for her to come outside. At one point in the video, the man can be heard talking, but his words are difficult to make out. It's unknown what he planned to do if the woman stepped out of her apartment, but der ist süß, Chat, oder? Ihr schreibt Papi rein. Habt ihr Angst? Eins, wer gerade wirklich Angst hat. Also ich muss sagen, der Clip hat's schon in sich. Der ist schon irgendwie super verstörend, wenn man sich den jetzt so anguckt. Das ist irgendwie schon scary, Digga. Also, ja. Sein GTI hatte einen Platten. Ey, wir müssen aufhören, GTI-Jokes zu machen, ehrlich. Hier gibt es mindestens 3 Leute, die einen GTI fahren. 3, wenn GTI besitzt und sich jedes Mal getriggert fühlt, wenn die GTI-Jokes gemacht werden. Das muss aufhören, Chat. Es gibt die Leute, die haben jahrelang gespart, um sich ihr Traumauto zu kaufen. Und GTI ist wirklich ein Baba-Auto. Ich meine es jetzt gerade wirklich ernst, Chat. GTI ist ein geiles Auto. Und es kann nicht sein, dass diese Leute hier die ganze Zeit diese GTI-Späße ertragen müssen. Wirklich. Liebe an alle GTI-Fahrer. Und jetzt ist Schluss mit den Jokes. Okay? Die müssen nämlich morgen früh raus. Morgen ist Montag. Kindergarten öffnet um 9, Chat. Okay? Und deswegen, jetzt ist gut. judging by his behavior, it likely wasn't anything good. After the original upload, the disturbing video immediately went viral, with hundreds of people checking in on the woman to make sure she was safe. 2 days later, the woman posted an update on Twitter, in which she mentioned that her friends and family had confronted the man, and that security had been on the lookout for him. Many people who viewed the video urged the uploader not to let her guard down, and reminded her that the likelihood that the man would show up again was very high. But after the last tweet in December 2021, there haven't been any more updates, and the man's identity hasn't been publicly revealed. Ach, Digga, Werbung! Leck mich am Arsch, Digga. Ich erschreck mich. Eins, weil sich gerade mehr vor der Werbung erschreckt hat, als von dem eigentlichen scary Video. Alter, leck mich fett.
Am Arsch. Okay, weit. Es tut mir leid, ich hole mir YouTube Premium Chat, ja? Weiter. This clip was captured in November 2019 in Harriet Creek Ranch, Texas. Ist das ein Kind? It was later uploaded to TikTok and Facebook. The footage shows a little girl holding a flashlight and knocking on the door of an unoccupied house in the middle of the night. Alter, der würde ich auf gar keinen Fall die Tür aufmachen. Das ist wie ein Horrorfilm. Eins, wer die Tür geschlossen hält. Klingel ausmachen und Tür zu. Zusperren nochmal von innen und... Das ist ein Dämon. Auf gar keinen Fall mache ich da die Tür auf, Digga. Leck mich. Vor der habe ich mehr Angst als vor dem Typen da im Gang gerade. _Krotos ist 5x cooler als ihr. Danke für den 5. Resub. Vielen, vielen Dank. Nein. No, please. Nein. X in den Chat, wenn wir nicht aufmachen. Nein, Kleine. Uns führst du nicht an der Nase herum, okay? Ich habe genug Horrorfilme geguckt, um zu wissen, dass kleine, dünne Mädchen immer Dämonen sind. Das sind immer die Bösen, Chat. X. Please help. The girl is obviously scared, but because nobody else can be seen on the camera, it's hard to tell who or what she was running from. As she continues to knock and beg for help, she looks over her shoulder several times, but the footage ends abruptly, leaving many questions unanswered. Shortly after it was recorded, the video was made public and police were notified of the incident. But from what Nee, glaubst du, sie hat wirklich Angst? Denkt ihr, das ist gar kein Dämon oder was, Chat? Nein, ich lass mich nicht belabern, Chat. Die Tür bleibt geschlossen, X. I was able to find, the girl was never identified. Some think that she was being used as bait to get the homeowners to open the door, and several people commented on Facebook and TikTok that they could clearly see a man hiding in the shadows behind the girl. Was? Ein Mann? Leute haben geschrieben, sie sehen einen Mann im Schatten? But it was never confirmed whether that's what was happening or if the little girl was actually in Seht ihr einen Mann? danger and genuinely asking for help. Another theory that surfaced is that the girl in the video might have been the same girl from a missing person case in South Dakota. In February 2019, a 9-year-old girl named Serenity Denard ran away from a youth home in Black Hills and was allegedly seen in Justin, Texas a few days before the video was recorded. Ist es die Chat? Yo, jetzt habe ich Gänsehaut gerade bekommen. Missing person asking for help. Alter. Another theory that surfaced is that the girl in the video might have been the same girl from a Ja, man sieht halt missing person case in South Dakota. In February ihr Gesicht fast gar nicht. 2019, a 9-year-old girl named Das könnte die aber schon sein, Chat. Serenity Denard ran away from a youth home in Black Hills and Alter, fuck, okay, Rückzug. Wir machen die Tür doch auf, Chat, richtig? Das ist, glaube ich, doch kein Dämon. Ich glaube, es ist jetzt nicht, man kann uns nicht vorwerfen, dass wir die also erstmal abgeblockt haben. Ich glaube, wir machen die Tür doch auf, ja. Alter, das ist echt traurig, wenn das war, also, holy fuck, verstörend. was allegedly seen in Justin, Texas a few days before the video was recorded. The fact that the little girl Stellt euch jetzt mal bildlich vor, da rennt ein Kind von irgendeinem, keine Ahnung, einem Typen weg, der sie gefangen gehalten hat. Die steht dann vor meiner Tür ausgerechnet und ich stehe dann hinter der Tür im Wohnzimmer und mach den hier. Abstand! Ich weiß, du bist ein Dämon. Und die denkt sich einfach gerade, Junge, ich renne hier um mein Leben. Ich will mein Leben zurück. Die ist am Kämpfen und ich mach den hier. Digga, ist das gottlos. Alter. knocked on the door Distanziert euch vor mir selbst, Chat. of an unoccupied house shows that she clearly didn't live in the area. Otherwise, she would have known nobody was there, which makes this theory a possibility. Although there's definitely a resemblance between the girl in the video and Serenity, police didn't confirm whether the video and the missing person case were related. Unfortunately, not a lot of official information on this footage has been made public, and we'll likely never know what ended up happening to the little girl. Scheiße, ey, ist wirklich tragisch, Chat. Holy fuck. In this disturbing Ring camera footage from 2021, a woman in a hoodie can be seen approaching the front door of a house in the middle of the night. Behind her, a man wearing a face mask and a lanyard stands on the steps as she rings the doorbell. Hat die ein Left Lane Hoodie an oder was, Chat?
Doorbell cameras are meant for homeowners to see who's at their door and communicate with their visitors to decide whether or not it's a good idea to let them in. But in this case, the owner opens the door without hesitation. Oh nein, der macht die Tür auf? Hello, do y'all have a phone I can use? My car broke down, and y'all's the only one that got a light on. We don't. You don't? Sorry. Der hat eine Knarre. The woman tells him that her car broke down and asks if she can use his phone. The owner politely refuses, but as soon as he apologizes and closes the door, the man with the face mask tries to break into the house with a weapon in hand. Fortunately, the owner had locked the second door just in time. It's unknown if he called the police, but from what I could find, the identities of the man and woman haven't been revealed. What makes this footage even more chilling is the fact that there's a playground in the yard, which means the two had specifically targeted a house where they knew there would most likely be kids inside. Alter. Had the homeowner not reacted quickly, he and his family would have probably been the victims of an armed robbery or possibly much worse. Also, aber Chat, jetzt mal Frage, hättet ihr denn die Tür aufgemacht? Ganz ehrlich. Hinter dir, Moji, guck. Okay, lass uns einmal kurz das Thema behandeln. Hier hat jemand einen Joke gemacht, ich soll mich umdrehen, hinter mir ist jemand. Ich drehe mich jetzt einmal um, einfach um ihm eine Freude zu machen. Und dann lacht ihr alle im Chat, okay? Weil ihr habt mich verarscht und ich habe mich ja umgedreht, okay? Oh Mann. Weiter mit dem Video. Turn your ideas into... An off-duty police officer received a message from his neighbor asking him to go check on his wife because somebody was trying to break into their house, and the woman was home alone. The man immediately walked across the street to his neighbor's house, but didn't see anything suspicious. When he came back, he saw that his neighbor had sent him this clip. Oh! Oh! Der sah grad aus wie der Exorzist. Wer kommt denn so eine Treppe hoch? Came back, he saw that his neighbor had sent him this clip. Oh! Human Centipede! Das ist der Crack-Zorzist! Alter! Oh! Das ist hart! Ach du Scheiße. Ach du heilige Butterbirne, Chat. The video shows a shirtless man crawling up the stairs to the... Das ist super creepy, Chat. Oder eins, wer sich ein bisschen gegruselt hat gerade, das Krabbeln macht so Horrorfilmmäßig, Digga. Das Krabbeln macht so eklig. Das gibt dem Ganzen so einen ganz ekligen Touch. The front entrance of the house and attempting to open the door. Realizing it's locked, he walks back down the stairs and makes his way to the side of the house. After viewing the footage, the man immediately called 911, and 10 minutes later, 4 officers arrived in the neighborhood with a canine unit to help track down the intruder. What followed was an intense game of cat and mouse involving the neighbors, the police, and the shirtless man. Although he was spotted by the neighbors multiple times, he managed to slip away from the cops Dachte er, man sieht ihn so nicht? Ich glaube schon, ja. every single time. Several minutes into the search, the man heard his neighbor calling from across the street, saying that he could hear someone in his backyard. The two men scoured the outside of the house, and eventually found that the back porch light had been unscrewed, but the shirtless man was nowhere to be seen. About an hour later, the man who uploaded the video walked out onto his back deck and spotted the intruder unscrewing another porch light, this time from the house across the street. Der kam jetzt nochmal? Hä? Da hinten ist er. Hä? Und was hat der mit dem Licht gemacht, Chat? With weapon in hand, the man intercepted the intruder and ordered him to get on the ground, but the shirtless man took off running and ended up sneaking into the crawl space of a nearby house. The uploader waited until the police arrived, and after he was ordered out of the crawl space, the intruder was charged with 2 counts of aggravated burglary, trespassing, public intoxication, and disorderly conduct. Hä, der ist jetzt zu den Häusern gerannt und hat das Licht abgeschraubt und ist wieder gegangen? Police revealed that the subject was under the influence of hard drugs, and War auf Drogen. had an outstanding warrant for failing to appear in court for another open case of burglary from earlier that same year.
It's unclear if he was convicted of all the charges against him, but considering his criminal history, it's more than likely that he's still serving time today. WTF. This footage was captured at 4:30 a.m. on Nächster Clip. April 29th, 2023. It happened in El Paso, Texas. The video shows a young woman running up to the front door of a house and ringing the doorbell. Eins, wer aufmachen würde? Eins, wer sagt Jackpot? Okay. Also, was sind jetzt die Optionen? It's a trap und die macht einen Überfall? Oder sie läuft vielleicht vor jemandem weg, das kann natürlich auch sein. Although nobody else can be seen in the frame, terrified, she looks over her shoulder multiple times as if she was being followed. Boah, ist aber auch schwierig. Jetzt mal ehrlich, Chat. 3 Uhr nachts. Es klingelt an eurer Tür. Ihr guckt in die Kamera und seht das hier. Das. Was macht ihr? Jetzt mal ehrlich. Was macht ihr? Macht ihr auf? Macht die Klingel auf lautlos und schlaft weiter? Schwierig. Du weißt halt nicht, ob sie wirklich Hilfe braucht oder ob das halt ein Plan ist von einem Überfall. Alter, wer schreibt hier rein Wallbang mit einer 9er Glock? Das habe ich jetzt aber hier überlesen, ja? Oh, die sieht... Wurde die verprügelt, Chat? Die sieht nicht gut aus im Gesicht. Also entweder ist sie auf harten Drogen oder die hatte eine Auseinandersetzung. Oh Gott, da kommt ein Auto. Okay, ich glaube, sie braucht wirklich Hilfe, Chat, oder? Ich glaube, sie braucht wirklich Hilfe. Eins, wenn sie Hilfe braucht. Ich glaube, die braucht wirklich Hilfe. Oh Gott. The woman begs for help and starts crying when nobody answers the door. And a few seconds later, a car's headlights come into view in the background. As soon as she sees the light, the woman Ja, die braucht Hilfe, Chat. Ach du Scheiße. crouches down behind a column, and she does the same thing again when she sees the neighbor's driveway lights turn on. Jetzt auf Ernst, ich würde die Polizei rufen, aber nicht aufmachen. Ist, glaube ich, das smarteste, Chat, oder? Beobachten, einfach beobachten und Cops rufen. Ich glaube, das ist das Schlauste, was du machen kannst. Und wenn du jetzt siehst, dass da ein Typ angelaufen kommt und die wirklich anfasst und mitzieht oder so, dann kann man überlegen, ob man die Tür aufmacht und halt versucht zu helfen. Ja. After a few minutes of waiting, a car's headlights illuminate the driveway, and the woman walks down the steps towards it. It's possible that she got in the car, but this wasn't caught on the Ring camera. Hä, da ist ein Auto gekommen und sie ist eingestiegen, Chat? As soon as the footage was made public, many people started speculating that the woman might have been the victim of trafficking and was trying to escape her captors, but others believe that she had a totally different motive. Several viewers mentioned that if she really had been in danger, she wouldn't have hid from the neighbors when she saw their driveway lights turn on. Another Die hat sich auch vom Nachbarn versteckt. thing that caught viewers' attention is the fact that at the very beginning of the video, the woman isn't actually running. She appears to be casually walking up the steps, and she only begins Stimmt. Sie ist erstmal nicht gelaufen, Chat. Sie ist erstmal nicht gelaufen, sie ist gegangen. Also hier wird ihr jetzt quasi unterstellt, dass es eine Trap war, dass es eine Falle war. to run when she comes into view of the doorbell camera, which suggests that the whole thing might have been a robbery setup. Ja. Less than a month after the footage was uploaded, El Paso police arrested 34-year-old Krista Nicole Cordeau for burglary. Yo! Die wurde verhaftet wegen Raub? Burglary ist Raub, oder? Die ist das? Ja. Das war eine Falle, Chat. Ein Einbruch. Alter, die wurde verhaftet wegen einem Einbruch, Chat. Das war eine Falle. Imagine, man hätte... Jetzt wo sind die ganzen Leute, die sich direkt verliebt haben und aufgemacht hätten? Die hätte euch einfach ausgeraubt. Krass. After her mugshot was released, some people believed that it was the same woman from the video Das kann die schon sein, Chat, ja. due to the resemblance, but police never officially confirmed this.
It's unclear if she was ever seen in the neighborhood again. The user uploaded this disturbing Nächster Clip. ring camera footage with the caption, "Zombies want your brain." The video shows a young Ein Zombie? man in a bandana covered in what appears to be dirt or blood repeatedly slamming himself into Das ist ein Zombie. the front door of a house. Yo. Yo. On his third attempt to break down the door, he apparently knocks himself out after hitting his head. Stumbling Was, der knockt sich selbst aus? after the impact, the man collapses over the front porch railing, knocking over an ornament in the process. Der hat sich selbst ausgenockt. GG in den Chat. Der hat's einfach selbst erledigt. Der hat sich einfach selbst ausgenockt. Clean. Gewonnen. Wir haben gewonnen, Chat. Alter. Alter, das ist, oh, what the fuck. Also auch das ist auch ein super verstörender Clip. Der ist halt auch ganz klar auf Drogen. He groans in pain as he flails his arms and raises his legs, seemingly trying to get back on his feet. But Ja, stell dir vor, das siehst du auf deiner Ringbell Door Camera. the video ends before we can see what happened next. After the footage was uploaded, many viewers commented that the man was probably under the influence of hard drugs, which would explain his uncoordinated movements and violent behavior. Other users suggest that he might have had a seizure after hitting his head on the door. But because the video was uploaded with no context or explanation, it's impossible to confirm what actually happened. After that night, the homeowner never saw the man again. WTF, Digga. Das war On verstörend. July 24th, 2021, a woman named Caitlin Curtis took her baby to the park across the street from her house in Arizona. After sitting down on the bench next to a fountain, a scruffy-looking man suddenly approached her, sat on the bench next to her, and asked her if she wanted to buy his drawings. According to Caitlin, the drawings looked like they had been drawn by a little kid, or by someone with no artistic talent. After politely refusing to buy the drawings, she got up and Was sind Dryings, Chat? left the park with her baby in the stroller. As she was leaving, she saw the man get into the passenger seat of a suspicious-looking truck at the other end of the park. Zeichnungen? Drawings. Okay, also da saß eine Mutter. Warte mal. Da saß eine Mutter auf dem Spielplatz mit ihrem Kind. Dann hat sich ein Mann neben sie gesetzt und hat ihr Zeichnungen gezeigt von kleinen Babys und sie gefragt, ob sie seine Zeichnungen kaufen will. Und dann ist er weggegangen und hat sich in einen Truck gesetzt. Which then circled around Geht zurück, er stand rechts. Das ist doch nicht echt gewesen, Chat. Ich wollte mir jetzt sagen, das ist hier echt. Ich wollte mir jetzt sagen, dass das hier das echte Bild ist, oder was? Nein, glaub nicht. her several times as she made her way back home. Warte mal. Nochmal. After politely refusing to buy the drawings, she got up and left the park with her baby in the stroller. Okay, also sie ist mit ihrem Kind dann weggegangen, hat die Zeichnung nicht gekauft. As she was leaving, she saw the man get into the passenger seat of a suspicious-looking truck at the other end of the park, Er ist dann in den Truck eingestiegen which then circled around her several times as she made her way back home. und hat sie dann umkreist mit dem Auto. Afraid that she was being followed, Caitlin took a different route back to her house and entered through the back door so that the men in the truck wouldn't know where she lived. 3 days later, when Caitlin was out of town, her doorbell camera captured the same man walking up to the front door of her house and Nein! ringing the doorbell at Nein! Yo! Okay, oh mein Gott, ich hab Gänsehaut. Yo! Also, die ist nach Hause, hat versucht, dass er sie nicht verfolgt. Und jetzt, als sie im Urlaub war, ist derselbe Mann, der ihr die Zeichnung verkaufen wollte, bei ihrem Haus und klingelt. Holy fuck. Okay, ich bin gespannt, wie der aussieht. 3 in the morning. Was war das denn für ein Auftritt? Was war das denn? Hat der einen Fortnite-Tanz gemacht oder was? Ist der auf die Emote-Taste gekommen aus Versehen oder was? Nochmal? Einfach falschen Tasten gedrückt, Chat. Oder Controller war leer. Alter. What the fuck? What the fuck? Der war am Laggen auch gerade ein bisschen, Chat. Guck mal nochmal hin.
Holy fucking shit, Mann. 1000er Ping. According to Caitlin, her husband was asleep while the whole thing was happening, and he didn't learn about the man's visit until the next day. After the video was uploaded to TikTok, some users commented that the fact that the man rang her doorbell specifically was not a coincidence, and that he might have been watching her from the day they met in the park. It's possible that he was using the drawings to try and distract her while the other man in the truck abducted her child, but we'll likely never know his intentions for sure. Was zum... Ist das verstörend? The incident could just be written off as a man who was under the influence of drugs or suffering from mental illness, but if Caitlin hadn't been careful, it's anyone's guess what might have happened. Fortunately, the man never came back, and neither Caitlin nor her family had seen him again. Den nie wieder gesehen. In October 2021, What the fuck? Also das, Chat, war mit Abstand der verstörendste Clip, oder? Eins, wenn das der gruseligste Clip, auch mit der Vorgeschichte, das war schon creepy, Digga. Das war schon sehr creepy. Reddit-user Protomancer Letzter Clip. uploaded this footage of a man crawling and slithering through his neighbor's yard in the middle of the night. Um Gottes Willen. Da kriecht schon wieder einer. Da kriecht schon wieder einer. Um Gottes Willen. Gott, steh mir bei. Ist doch der gleiche von vorhin. Oder? There doesn't appear to be any context surrounding the video, but most users attributed the man's particular behavior to drug use or possibly mental illness. Ich sage ja auch ehrlich, ganz normaler Abend in L.A. Wenn du einen Garten hast in L.A., sehe jetzt nichts Außergewöhnliches vom Gefühl her. Das ist ein ganz normaler, ja, wie Käfer halt in deinem Gartenchat. So ist es ungefähr in L.A. Isn't hurting anybody. This is probably not the type of person you would want to run into on your way back from home in the middle of the night. Stellt euch mal vor, ihr kommt nachts nach Hause, wollt nach Hause gehen und dann stolpert ihr einfach über den Typen, der durch euren Garten kriecht, Bro. Junge! Was zum Fick? The man in the footage hasn't been identified, and it's unclear if he ever showed up again. Alter, holy shit, Mann. Ja, okay, Video ist zu Ende, Chat. Heilige Scheiße. Letzter Clip auch super crazy, komisch. Ich würde sagen, der verstörendste Clip war auf jeden Fall der vorletzte mit dem Typen, mit den Zeichnungen. Das fand ich extrem gruselig. All in all, wirklich ein sehr spannendes, gutes Video gewesen. Wir haben es überlebt, Chat. Wir sind stark geblieben bei diesen ganzen gruseligen Clips. Falls ihr mehr von diesen gruseligen Videos sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Mein Name ist Mowgli, ich bin der Ghost Hunter, Ghostbuster. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Dein Papi.